Heute sprechen wir darüber, dass Polen den Migrationspakt nicht umsetzen wird. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal wirklich ganz kurz vor, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Und falls dich das Thema Polen interessiert oder du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du in Zukunft auch keine Videos mehr verpassen und würdest meine Arbeit wirklich sehr unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Wie schon gerade im Vorspann erwähnt, wurde vom polnischen Premierminister Donald Tusk bekannt gegeben, dass der Migrationspakt nicht unterschrieben wird und umgesetzt wird. Und dazu würde ich gerne mit euch gemeinsam ein Video anschauen. Natürlich werde ich dann auch später wieder meine Meinung dazu geben. Deswegen schaut euch auf jeden Fall das Video bis zum Ende an. Und ich würde sagen, dann geht es jetzt auch schon los. So, dann geht es jetzt los. Polen wird den Europäischen Pakt zu Migration und Asyl nicht umsetzen. Das hat Ministerpräsident Donald Tusk bei einem Treffen mit der Europäischen Kommission Hat er jetzt gesagt Donald Tusk? Boah, ich denke mal, das ist irgendwie AI übersetzt oder sonst irgendetwas. Weil wer sagt Donald Tusk? Sorry. Er erklärte dies bei einer Pressekonferenz mit Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin und Befürworterin des Pakts. Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej i cieszę się, że moja argumentacja znalazła też słuch i zrozumienie, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce. Wenn ich mal etwas auch noch dazu sagen darf, man muss sagen, dass Polen, beziehungsweise dass Donald Tusk damals zu seiner Wahlkampagne auch groß gesprochen hat oder groß darüber geredet hat, dass es keine Migranten geben wird in Polen. Also er wird das nicht umsetzen. Jetzt nehmen wir mal die Ukraine-Sache außen vor. Das ist jetzt ein anderes Thema. Wir reden jetzt hier wirklich von illegalen Migranten. Das hat er auch ganz groß darüber gesprochen und gesagt, dass er das nicht umsetzen wird. Im Bekanntenkreis habe ich auch darüber gesprochen oder auch sowas gesagt wie, ich bin mir auch fast sicher, dass er das jetzt in dieser Kadenz, wo er jetzt regiert, nicht umsetzen wird. Einfach aus folgendem Grund, weil er dann weiß, dass er nicht wiedergewählt wird. Aber dazu sage ich später noch was, warum ich das so denke. Die Tusk-Regierung argumentiert, dass Polen bereits eine große Zahl ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen hat, die vor dem russischen Krieg geflohen sind. Die Präsidentin der Europäischen Kommission erklärte, dass der Pakt umgesetzt werden müsse, fügt aber hinzu, dass man dies im Hinterkopf behalten werde. Poland is under great pressure from the hybrid attacks of the regime Belarus and Russia. They cynically exploit human despair. They lure migrants to the border with the cooperation of smugglers and traffickers and criminal networks. Polen hat die Sicherheit zum Hauptmotto seiner Präsidentschaft gemacht. Diese Sicherheit bedeutet auch... Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Was hat sie gesagt? Nochmal. Polen hat die Sicherheit zum Hauptmotto seiner Präsidentschaft gemacht. Polen hat das nochmal, sorry, ich muss mir das nochmal anhören, ich habe das nicht verstanden. Die Stimme und der Übersetzer, der ist zu laut. Polen hat die Sicherheit zum Hauptmotto seiner Präsidentschaft gemacht. Polen hat die Sicherheit zum Hauptmotto seiner Präsidentschaft gemacht? Habe ich das so richtig verstanden? Diese Sicherheit bedeutet auch eine restriktive Migrationspolitik. Es ist noch nicht bekannt, ob die Europäische Kommission die ehrgeizigen Pläne des polnischen Ratsvorsitzes akzeptieren wird. Darauf müssen wir noch ein paar Monate warten. Es ist jedoch schon jetzt klar, dass die Migrationspolitik auch zu einem wichtigen Thema im bevorstehenden Wahlkampf vor den polnischen Präsidentschaftswahlen im Mai wird. Ja, das war auch eigentlich schon das ganze Video. Das war wirklich nur ein ganz kurzes Video, mehr oder weniger sowas wie so ein Update. Und genau, ich werde jetzt einfach mal auch nochmal ein paar Worte selber zu diesem ganzen Thema sagen. So wie das auch hier gesagt wurde, will Polen den Migrationspakt nicht unterschreiben. Hier
in den polnischen Medien wird trotzdem sehr, sehr viel darüber geredet, dass der Migrationspakt doch unterschrieben wurde, hinterm Rücken oder sonst irgendwie so. Man muss sagen, dass das mehr so die rechten Medien sind, und das meine ich jetzt wirklich nicht böse, die das mehr so erzählen, dass das einfach dieser Fakt ist. Ich bin der Meinung, dass Polen wirklich diesen Migrationspakt, zumindest sprechen wir jetzt hier mal offiziell, nicht unterschreiben wird, und das ist einfach aus ganz folgendem Grund. Ich bin der Meinung, und ich denke, das weiß auch der Tusk, dass er dann bei der nächsten Wahl, falls er soweit kommt, dann nicht wiedergewählt wird. Und das hat einfach einen ganz klaren Grund. Wer die Wahlen ein bisschen so verfolgt hat, hier in Polen, der hat gesehen, dass das Land schon so, ich sage jetzt mal ganz grob in zwei geteilt ist. Das heißt, die eine Seite geht mehr von Mitte in die rechte Seite und die andere geht mehr von der Mitte auf die linke Seite. Man muss auch sagen, und da gibt es auch immer sehr viele Irrtümer, die Partei, das heißt die PO oder die KPO, wie die sich nennen, das ist ja eine Koalition aus 4 oder 5 Parteien oder so, die hat ja die Wahl nicht gewonnen. Die Wahl hat ja die PiS gewonnen, nur aufgrund der ganzen Koalition und so weiter und so fort haben halt einfach die KPO dann halt die Mehrheit gekriegt, und das muss man sagen. Und wenn man schaut, dass die PiS bei der letzten Wahl, ich weiß nicht, was hatten die da jetzt, 35%, dann haben wir da auch noch die Konföderatio, die auch noch weiter rechts steht wie PiS, hatte da auch, ich glaube, 10 oder 12%, dann sind wir da ja schon fast auf 50%, und das wäre natürlich ein ganz großes Risiko für Tusk. Und wenn ich hier mal auch so ein bisschen erzählen darf, im privaten Familienkreis habe ich auch gesagt, ich bin mir sicher oder fast sicher, dass er das nicht unterschreiben wird einfach. Und genau das ist einfach der Grund, weil er weiß, das Land ist hier so gespalten, zwar die ganzen Jahre so, dass keine Migranten waren. Und wenn er neue Wähler für sich gewinnen möchte, dann muss er halt eine andere Strategie fahren und nicht mit dem Hammer draufhauen. Ich sage jetzt mal ganz böse, wie es in Deutschland ist, und jeden und alles reinlassen. Ich habe dazu auch schon mal so ein bisschen meine Meinung geäußert. Ich finde das so ein bisschen merkwürdig, und hier darf man mich bitte nicht falsch verstehen. Ich bin wirklich nicht gegen Hilfe jeglicher Art von Flüchtlingen oder sonst irgendetwas. Aber wir sprechen hier von illegalen, also die sind nicht legal, von illegalen Migranten. Das heißt, es wird darüber gesprochen, ob wir Menschen, die nicht bei uns sein dürften, die über Tausende von Kilometer, wirklich Tausende Kilometer geflüchtet sind, über mehrere Länder, ob wir die aufnehmen. Das heißt, das sind Menschen, die sind ja schon bereit, Straftaten zu begehen. So ist das zumindest meiner Meinung nach so, weil die ja schon mehrere Länder überschritten haben, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit illegal. Und das ist einfach dieses ganze Ding bei der Sache. Ein zweites Thema, was ich da vielleicht auch noch ansprechen möchte, ist das Thema Pushbacks, weil das wird ja auch in Polen sehr groß gesprochen, dass angeblich, ich sage jetzt wirklich speziell angeblich, weil hier wird auch in den Medien sehr viel darüber berichtet, dass von deutscher Seite Pushbacks passieren auf die polnische Seite. Das heißt, wenn illegale Migranten von Polen nach Deutschland kommen und schon in Deutschland sind, werden die von der deutschen Polizei oder von der Bundeswehr, ich weiß nicht, wieder zurück nach Polen geschmissen. Es wird hier in den Medien sehr viel darüber gesprochen. Es wird auch von allen Seiten bestätigt. Ich habe bis heute aber wirklich noch kein Video gesehen, wo sowas gezeigt wird. Ich würde mich wirklich freuen, und das meine ich auch wirklich ernst, das meine ich jetzt nicht hier irgendwie mit Hohn oder sonst irgendwas, ich meine das wirklich ernst, falls jemand irgendwie ein Video hat, wo wirklich gezeigt wird, dass deutsche Soldaten oder deutsche Polizisten Pushbacks machen von Deutschland nach Polen, dann könnt ihr es mir sehr gerne zukommen lassen und mir nicht einfach nur schreiben, schau mal im Internet oder hör dir den an. Ich will das wirklich sehen, weil ich habe das noch nie gesehen. Auf der anderen Seite muss ich leider sagen, wurden schon Aufnahmen gezeigt, wie zum Beispiel polnische Grenzschützer an der belarussischen Grenze das eben gemacht haben. Also die hatten illegale Migranten bei sich im Land, haben die verpflegt, versorgt, was auch immer, und haben die danach über den Zaun, die haben so spezielle Luken dort, wieder zurückgeschmissen. Das kann man auch alles im Internet finden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ein weiteres Thema, was sehr oft hier in den Medien angesprochen wird, ist, dass ja die deutsche Seite die Grenzen jetzt geschlossen hat und die polnische Seite die Grenzen weiterhin offen hat. Also sprich, wenn du von Polen nach Deutschland wirst, werden strenge Grenzkontrollen gemacht. Willst du von Deutschland nach Polen, hat Polen die Grenzen offen. Das wird sehr oft von den rechten Medien, sage ich mal so, publiziert, dass ja, hier die Deutschen wollen ihre Immigranten loswerden oder sonst irgendetwas. Also ich kann jetzt hier auch ganz klar sagen,
sagen, es ist nicht immer so, wie es dargestellt wird. Mein Vater, der war zum Beispiel letzte Woche hier bei mir. Die Grenzen, die sind ganz normal frei. Natürlich, wenn die deutschen Grenzschützer 4 schwarze Menschen im Auto sehen, die von Polen nach Deutschland wollen, werden die angehalten und überprüft. Aber die Grenzen, die sind ganz normal offen. Es sind auch Videos zu sehen, wie die Leute ganz normal über die Grenze gehen und stichprobenartig kontrollieren die dann natürlich Passagiere oder sonst irgendetwas. Aber es ist wirklich nicht in der Tat so, dass die Grenzen geschlossen sind und irgendwie wirklich Mensch für Mensch, so wie es damals vor 30, 40 Jahren war, wirklich angehalten werden, ins Auto geschaut wird, Kofferraum auf und alles überprüft wird. Das ist nicht der Fall. Ich vermute, hier geht es auch mehr um LKWs eventuell, falls man an Menschen schmuggeln möchte. Mehr so auf diese Art. Also da auch vielleicht nicht ganz auf diese ganzen Medien hören. Das ist nämlich nicht so ganz richtig. Da wird immer sehr, sehr viel mit reingemischt einfach. Und wie gesagt, nehmt mir das alles bitte nicht übel. Nicht, dass es mir wieder unterstellt wird, irgendwie ich bin pro Tusk oder auch wenn man hier ein bisschen gegen Tusk spricht, dass man hier sofort pro Peace ist oder sonst irgendetwas. Ich versuche wirklich ein bisschen einfach noch zu zeigen, wie ich die ganze Situation sehe. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.